Hallo, heute ist Dienstag, der 8. März 2022. Themawechsel. Vor einiger Zeit bin ich ja nun durch die Tiefen der toxischen Maskulinität meandert und befasse mich seit letztem Jahr mit meinen Psychotherapie-Erfahrungen. Nun will ich in diesem Video diese beiden Themenbereiche mal zusammenbringen und ein paar Erkenntnisse, die ich so aus der Therapie gewonnen habe, hier anwenden. In meinen Ausführungen zur toxischen Maskulinität habe ich ja unter anderem auch beschrieben, dass betreffende Menschen die Emanzipation von Frauen teilweise als nicht notwendig, teilweise sogar als schädlich ansehen. Stattdessen wird gern das umgekehrte Bild gezeichnet, nämlich Frauen sind gar nicht benachteiligt, sondern im Gegenteil, die Männer sind es. Frauen haben doch nun rechtliche Gleichbehandlung, heißt es dann, und würden sich nun lediglich über Luxusprobleme beklagen. Die Männer werden währenddessen seit Jahren vernachlässigt, obwohl sie richtige handfeste Nachteile erleben würden. Drum möchte ich heute mal versuchen zu ergründen, warum Menschen, die in solch toxisch-maskulinen Denkmustern verhaftet sind, so große Schwierigkeiten haben mit allem, was mit Gleichberechtigung und Feminismus zu tun hat. Zeit also zu ergründen, woher diese Abneigung denn stammen könnte. Damit klar ist, was ich hier in diesem Video tue. Ich selbst bin Feminist und vertrete auch die grundlegenden Ideen von Gleichberechtigung und Respekt etc. Ich versuche aber mal die Perspektive von jemandem darzustellen, der das ablehnt und woran das vielleicht liegen könnte. Bei der Gelegenheit lassen sich vielleicht schon die ersten Irrtümer finden und beheben. Fangen wir gleich mal mit dem Elefant im Raum an. Der Feminismus macht sich stark für die Rechte und die Perspektive von Frauen. Wenn sich um politische Mitbestimmung Frauen und Männer gleichermaßen streiten, kann das schon mal darin enden, dass Männer von den FeministInnen vor allem als Problemherde erkannt und auch so behandelt werden. Die Männer sind es, die überall in den Entscheidungsgremien hocken und dafür sorgen, dass ihnen keine Frauen folgen können. Die Männer sind es, die eher Interesse daran haben, ihre Privilegien und Annehmlichkeiten zu behalten, und da sie unglücklicherweise in den machtvolleren Positionen sitzen, wird ihre Sturheit zu einem Problem für alle. Diese Männer müssen von ihrem Thron gestoßen werden. Je mehr, desto besser. Was pro Frau gedacht ist, kann also in letzter Konsequenz durchaus umkippen zu einer Anti-Mann-Agenda. Das kommt auch definitiv vor, und ich habe schon mehrfach erlebt, wie insbesondere die Bezeichnung der weißen, alten, heterosexuellen Cis-Männer als so eine Art Stellvertreter für praktisch alle Probleme auf dieser Welt herhalten müssen. Aber ehrlich gesagt kommen diese radikal klingenden Stimmen von einer deutlichen Minderheit der Leute, die sich selbst als feministisch betrachten. Die erschlagene Mehrheit, die ich so kennengelernt habe, sind mehr oder weniger im moderaten Mittelfeld unterwegs. Die wollen niemandem etwas Böses, nur auf irgendeine Weise Fairness herstellen. Auf welche Weise kann auch nochmal unterschiedlich sein, weil es gibt ja nicht diesen einen Feminismus, sondern ganz viele verschiedene Strömungen. Geht hier zu weit, zu viel, tief ins Detail will ich gar nicht gehen. Daher will ich gleich von Anfang klarstellen, wenn irgendwo offener Männerhass praktiziert wird, dann ist das Männerhass. Das darf man auch ruhig so nennen. Das sind die extremistischen Fransen der Gruppierung, die es leider in so ziemlich allen Gruppierungen gibt. Mit diesen Fällen möchte ich mich hier aber heute explizit nicht beschäftigen. Mir geht es um Thesen, die, ich würde mal sagen, das moderate Mittelfeld auch vertreten würde. Auch die lösen ja so manche Irritation aus. Nächster Punkt, so ganz allgemein formuliert, geht es beim Feminismus zum Beispiel um Ziele wie Gleichberechtigung, die einmal durch Gesetze umgesetzt werden sollen, aber auch vom Individuum selbst wird ein Umdenken verlangt. People of Color pauschal Straftaten zu unterstellen, Frauen als inkompetent für technische Fragen zu betrachten und sich einzubilden, man hätte ein Mitspracherecht über das Leben und den Körper anderer, wird nicht länger toleriert. Leute, die sich so verhalten, haben anscheinend ein Problem, und anstatt sich mit diesem Problem zu kümmern, machen sie es zum Problem der anderen. Im Grunde geht es darum, dass Frauen und auch andere Betroffene es sich verbieten, andauernd für die Unzulänglichkeiten ihrer Mitmenschen in die Verantwortung gezogen zu werden und das auszubaden. Das ist euer Thema, nicht unseres. Lernt respektvolles Benehmen und lasst andere ansonsten mit dem Scheiß in Ruhe. Wie ihr das schafft, ist euer Bier.
Das nenne ich mal eine klare Ansage. Tja, die erstbeste Lösung für diese Anforderung sieht erstmal so aus, dass alle Menschen den Regelkatalog des guten, politisch korrekten Verhaltens auswendig lernen und dann ihr Verhalten danach anpassen. Jegliche Aggressionen, die sich in verletzenden oder herabwürdigenden Äußerungen ausdrücken könnten, werden in die Verbannung geschickt. Anstatt sie zu äußern, soll jeder Mensch diese Aggressionen für sich behalten. Wenn jemand sich einfach nur nicht mehr aggressiv verhält, dann hat dieser jemand nach den Ansprüchen des Feminismus also das Richtige getan. Die anderen werden nicht mehr verletzt und damit ist das gewünschte Resultat erreicht. Aber das kann auch sehr schnell zu einer oberflächlichen, unauthentischen Maskerade führen. Die Person fängt an, ihre ehrlichen inneren Vorgänge lediglich zu zensieren, um den Anforderungen zu genügen, die an sie gestellt werden. In der Psychologie wird das auch das falsche Selbst genannt. Genau solch eine Maske ist leider bereits jetzt weit verbreitet und ich habe bereits in einem anderen Video hergeleitet, welche Rolle das falsche Selbst bei der toxischen Maskulinität spielen könnte. Das falsche Selbst, um es ganz kurz zu sagen, ist also mit einer der Gründe, warum diese Überzeugungen überhaupt erst entstehen. Ihr seht das Problem. Die Anforderungen des Feminismus bringen keine Lösungen mit. Sie stellen nur dar, wie das Ergebnis auszusehen hat. Damit wird die Ursache des Fehlverhaltens aber nicht nur nicht behandelt, sondern kann diese sogar noch befeuern. Die frauenfeindlichen Aggressionen werden ja überhaupt nicht aufgelöst. Sie werden nur nicht mehr gezeigt. Menschen, die sich hier kooperativ zeigen und ihr Verhalten wie gewünscht anpassen, haben damit aber noch lange keine Einsicht erhalten, warum das wirklich eine gute Idee ist, was sie da machen. Sie spielen einfach mit. Zumindest vorerst. Die umgekehrte Reaktion könnte auch darin bestehen, sich den Anforderungen des Feminismus kategorisch zu verschließen. Anstatt sich vorschreiben zu lassen, wie sie zu reden und sich zu verhalten haben und sich gewissermaßen in eine ohnmächtige, dienende Position zu begeben, tun manch andere das komplette Gegenteil. Sie machen mit umso größerer Entschlossenheit genau das, was sie wollen, ohne Rücksicht auf Verluste, und treten diejenigen in die Ohnmacht zurück, die ihnen Vorschriften machen wollen. Sie benutzen all diese problematischen Worte wie im Trotz und bemühen sich, die Errungenschaften des Feminismus wieder zurückzudrehen. Gleichzeitig scheinen sie sich als Freiheitskämpfer zu sehen, die sich ihre Selbstbestimmung zurückerobern. Dieser Freiheitsdrang ist den ganzen devoten Weicheiern anscheinend schon ausgetrieben worden. Und so abstoßend der Inhalt auch ist, den diese betreffenden Leute so von sich geben, dass sie sich so völlig weigern, sich zu verbiegen für die Anforderungen anderer Menschen, das hat einen gewissen Charme und das verfängt auch bei anderen. Selbst wenn das, was sie da tun, verletzend, unreflektiert und abwertend ist, sie versprechen, ein Arschloch zu sein und das Versprechen halten sie auch. Immerhin, so viel Authentizität muss man sich erstmal trauen. Dennoch halte ich beide der eben beschriebenen Ergebnisse für Mist. Sie sind halt beides nur die erstbesten unmittelbaren Reaktionen, wie Menschen mit toxisch-maskulinen Mustern mit den Anforderungen des Feminismus und der politischen Korrektheit irgendwie umgehen können. Beide Lösungen arbeiten mit dem, was die betreffenden Menschen aktuell wissen und können. Beide Lösungen führen aber nicht weit. Ich will aufzeigen, dass es da noch viel mehr Wege gibt, die auch prosozial sind, aber ohne dass die Menschen sich irgendwie verleugnen müssen. Um diese Wege zu finden, müssen die Leute aber erst einmal ein paar neue Sachen lernen und erfahren. Aber das dauert natürlich eine Weile und währenddessen sind sie noch nicht da, wo sie laut Feminismus sein müssen. Also sie verhalten sich noch nicht korrekt. Sie machen Fehler oder haben offenbar tendenziell frauenfeindliche Überzeugungen. Das gehört dann zu dem Entwicklungsprozess irgendwie dazu. Und es ist mir persönlich auch lieber als dieses aufgesetzte Nachgeben, wo die gewünschte Lösung sofort präsentiert wird, aber ehrlich gesagt nicht besonders nachhaltig ist. Machen wir mal weiter. Eine weitere Gefahr, die ich beim Feminismus sehe, besteht darin, dass Verhaltensweisen als toxisch und aggressiv betitelt werden, wo Menschen offensiv angegriffen, abgewertet, bedroht oder anderweitig ihrer Rechte beraubt werden. Also eben alles Verhaltensweisen, wo jemand in einer Weise attackiert wird, die sich selbst offen und feindselig präsentiert. Dieses Verhalten wird als Problem erkannt und angegangen. Das heißt aber nicht, dass Aggression immer nur so aussehen muss. Aggressivität kann ja viele Geschmacksrichtungen haben. Sie kann auch ohne offen artikulierte Wut, sondern mit
ganz ruhig vorgetragener Stimme oder in einem Tonfall, wie wenn jemand gerade mit einem kleinen Kind redet. Sie kann auch inhaltlich völlig harmlos daherkommen, aber mit einer schneidenden Stimme vorgetragen werden, aus der der Sarkasmus, Spott und Häme nur so raustropft. Ja, Aggression hat so viele Gesichter und das allermeiste davon ist strafrechtlich auch überhaupt nicht relevant und wird auch vom Feminismus überhaupt nicht adressiert. Das soll nicht heißen, dass der Feminismus falsch ist. Es heißt nur, was wir verurteilen, ist nicht aggressives Verhalten per se, sondern nur bestimmte einzelne Formen davon. Das ist natürlich ein doppelschneidiges Schwert. Wenn nur die Form von Aggression bestraft wird, die sich direkt gewalttätig und verletzend zeigt, dann sucht sie sich halt im schlimmsten Fall andere Wege, um genau das zu umgehen. Oder sie richtet sich auf Personengruppen, die nicht als schützenswert gelten und die daher ohne Reue die volle Packung Abwertung abbekommen dürfen. Zum Beispiel PolitikerInnen von bestimmten Parteien, Oligarchen, Lobbyisten, Nazis oder eben auch der weiße heterosexuelle Cis-Mann. Hui, ja, da ist er wieder. Naja, und hier zeigt sich halt auch ganz nebenbei, dass halt auch in dem feministischen Lager Aggressionen da sind, die verzweifelt irgendwie nach einem Ziel suchen, um sich abzureagieren. Und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich. Wut und Aggression gibt es bei allen Menschen. Der Versuch, dem Menschen das auszutreiben, ist ein zum Scheitern verurteilendes Unterfangen. Ja, das ist kein schmeichelhafter Wesenszug, aber gehört leider zum Menschsein dazu, wie ich ja in einem vergangenen Video auch schon mal beschrieben habe. Was Menschen hingegen sehr wohl tun können, ist, sie können sich dessen bewusst werden, dass sie solche Aggressionen haben und was diese Aggression ausgelöst hat, und dann können sie einen besseren Umgang damit lernen. Das mal ganz allgemein gesprochen. Weiter geht's. Der vorherige Punkt bringt mich fließend hinüber zum letzten Punkt des heutigen Videos. Was dem Feminismus auch gern vorgeworfen wird, ist so eine Doppelmoral und Ungleichbehandlung der Geschlechter. Nur eben Ungleichbehandlung zugunsten der Frauen. Dabei ging es doch beim Feminismus ursprünglich darum, die Ungleichbehandlung auszumerzen. Das hat die Bewegung in den vergangenen Jahrzehnten ja auch schon ganz gut geschafft, wenngleich es da auch immer noch was zu tun gibt. Das heißt, die Frauen, die früher in einem goldenen Käfig vor allem Übel beschützt, aber auch in Abhängigkeit zu den Männern gehalten und vor jeglichen eigenen Impulsen ferngehalten wurden, die haben nun sehr wohl das Recht, ihre eigenen Lebensvorstellungen in die Tat umzusetzen. Das heißt aber auch, dass dieser Schutz des goldenen Käfigs allmählich wegbricht. In den frühen Abhängigkeitsverhältnissen hat der Mann die Macht in seinen Händen gehalten und war für jeglichen Machtmissbrauch auch automatisch verantwortlich. Die Frau war ja zur Ohnmacht verdammt. Nun, da die Frauen nicht mehr pauschal ohnmächtig und ausschließlich unterprivilegiert sind, müsste sich das auch allmählich ändern. Auch sie können in entscheidenden Positionen sitzen, Klammer auf, wenn auch das statistisch auffallend selten vorkommt, Klammer zu, und auch sie können Annehmlichkeiten und Privilegien haben, die vorher nur Männern vorbehalten waren. Und auch sie laufen nun Gefahr, ihre Macht hier und da mal zu missbrauchen, jemanden zu übervorteilen oder Leid zuzufügen. In der Praxis sieht das aber hingegen noch so aus, dass Frauen eher in der Rolle des mittellosen Opfers gesehen werden und nicht so sehr in der Rolle der Täterin. Das ist nicht nur eine einseitige Wahrnehmung bei den Frauen selbst, sondern auch wir als Gesellschaft tappen immer wieder noch allzu gern in die Falle, dass eine Frau nichts Böses zuzutrauen ist. Dabei bringen sie alles mit, um anderen Menschen Unrecht oder Leid anzutun. Auch sie sind zu Aggression, Gehässigkeit und Machtanspruch fähig, hatten wir ja gerade. Die Vorstellung, selbst Täter zu werden, ist für Männer zweifellos eine allzu vertraute Erfahrung, für diejenigen mit Migrationshintergrund wahrscheinlich sogar trauriger Alltag. Aber Frauen hingegen, so habe ich bislang jedenfalls beobachtet, tun sich erstaunlich schwer darin, sich in der Rolle der Täterin wiederzuerkennen. Da sind die Rechte bei den betreffenden Menschen zwar anscheinend schon angekommen, aber die damit verbundenen Schattenseiten noch nicht. Die Täterschaft scheint da noch eher den Männern zugetraut zu werden. Das bringt auch gleich den zweiten direkt damit verbundenen Punkt mit. Umgekehrt führt die Emanzipation ja auch dazu, dass Männer von dem Thron des immerzu allein herrschenden Vormunds gestoßen werden und sich nun umgekehrt auch mal gegenüber einer Frau in einer ohnmächtigen Position wiederfinden können. Der alte, weiße, heterosexuelle Cis-Mann,
der aber leider eine körperliche Behinderung hat, die ihn in die Berufsunfähigkeit zwingt und der deswegen von Sozialhilfe angewiesen ist, kann wohl kaum als privilegiert bezeichnet werden. Er kann auch keine Frau mehr heiraten, um sich damit rechtlich zu ihrem Vormund aufzuschwingen, um wenigstens mächtiger als sie zu sein. Nein, er ist unten und die Mehrheit der Frauen blickt auf ihn herab. Die Unterlegenheit und Schwäche ist die Schattenseite, die früher den Frauen vorbehalten war. Die bekommen Männer nun auch ab und zu spüren. Aber auch dieses Schicksal kommt mit einer Kehrseite daher, diesmal aber mit einer positiven Kehrseite. Unterlegenheit und Schwäche bringt auch Schutzanspruch und das Zugeständnis von Verletzlichkeit mit sich. Wer schwach ist, der darf auf Hilfe von der Gesellschaft pochen. Auch hier tun sich leider insbesondere Menschen mit toxisch maskulinem Hintergrund schwer. Für die ist das Zeigen von Schwäche und Weichheit eher ein Makel, den es zu verhindern gilt. Aber auch wir als Gesellschaft haben da noch etwas Nachholbedarf in diesem Punkt. Es kann nicht sein, dass ein Mann bei der Polizei vor seiner stalkenden Ex-Freundin Hilfe sucht und nur belächelt wird. Das ist die sprichwörtliche Wiederholung des „Stell dich gefälligst nicht so an" aus früherer Vergangenheit, die ganze Misere erst angerichtet hat. Und auch hier lässt sich beobachten, dass manche Leute gern die Rosinen herauspicken, wenn es um die Vermischung der Geschlechterrollen geht. Wer keine Lust hat, um gut bezahlte Jobs mit den Frauen zu konkurrieren, der inszeniert sich als Opfer eines Sexismus gegen Männer, die ihn um seine Existenz bringen wollen. Diese Argumentationen sind immer hilfreich, wenn auch Männer gern die Vorzüge des schützenden goldenen Käfigs der ohnmächtigen früheren Frauengenerationen in Anspruch nehmen wollen, ohne die damit verbundene Schattenseite tatsächlich zu erleben, nämlich die Ohnmacht. Der Beispiele gibt es noch viele mehr. Jedes Mal, wenn ich einen Finger zum Dialog rüberreichen möchte, gibt es natürlich Leute, die mir am liebsten den ganzen Arm abreißen wollen, um mit meiner Argumentation ihren Frauenhass in ein wohlklingendes Gewand zu hüllen. Ja, auch diese extremistischen Zipfel gibt es leider, wie halt bei allen Gruppen, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, aber auch die will ich mit dem heutigen Video überhaupt nicht adressieren. Ich reiche die Hand rüber zu dem moderaten Mittelfeld derer, die eigentlich auch nur Fairness wollen und die lediglich nicht richtig wissen, wie sie dazu kommen sollen. Gut, das waren die Punkte, die mir so eingefallen sind. Es gibt sicherlich noch mehr Vorwürfe, die der Feminismus so abbekommt, aber die hier waren mir persönlich am wichtigsten. Die wichtigste Erkenntnis, die ich vermitteln wollte, ist die, dass Feminismus längst nicht nur Frauensache ist, sondern für alle Menschen Auswirkungen zur Folge hat. Die einst so klaren Linien zwischen den Geschlechtern, die verschwimmen ja nun längst. Da passiert es halt schnell mal, dass sich Menschen in einer Lage wiederfinden, die früher nur dem anderen Geschlecht passiert sind. Das sind natürlich völlig neue Erfahrungen und wie sie damit umgehen sollen, das müssen sie überhaupt erstmal lernen. Das ist für alle Seiten eine Umstellung. Und ja, in dieser Übergangsphase kann es manchmal etwas rumpeln und die Erwartungen und Weltbilder werden durcheinandergewirbelt oder liegen ein bisschen schief in der Kurve. Letztlich ist es daher müßig, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, die mit ihren eigenen Hausaufgaben anscheinend noch nicht fertig sind und sich sichtbar einer Doppelmoral schuldig machen. Bei etwas genauerer Betrachtung lässt sich im eigenen Verhalten zweifellos auch der ein oder andere Widerspruch finden. Sich also zurückzulehnen und auf die anderen zu verweisen, die zuerst etwas machen müssen, das lässt sich natürlich schön als Ausrede heranziehen, um selbst keinen Finger krumm zu machen. Wenn sich alle darauf berufen, dann geht aber überhaupt nichts vorwärts. Am Ende können wir halt alle nur in unserem eigenen Leben und unserem eigenen Verhalten etwas ändern. Das habe ich in meinem letzten Video ja auch explizit diskutiert. Wie immer hier in der Infoleiste, da stapeln sich jetzt wahrscheinlich schon die Videoreferenzen. Und ja, wer das tut, der kommt womöglich in Kontakt mit noch viel mehr Widersprüchen und inneren Ambivalenzen. Das ist manchmal schwer auszuhalten. Ich kann euch sagen, dass ich das jedenfalls kenne und dass das gar nicht so unnormal ist, wie sich das anhört. Darum also ein paar versöhnliche Worte zum Schluss. Ich bin unbedingt für Feminismus und finde auch die Entwicklung der Gleichberechtigung wichtig und richtig. Gleichzeitig kenne ich aber auch die Lage eines Menschen, der gern die Kontrolle behalten will, niemals handlungsunfähig oder hilflos werden möchte und der nie jemanden zu nah an sich heranlassen kann. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch noch viele andere Menschen, die das auch kennen.
da wo ich aufgewachsen bin, meine ich sogar, dass da fast alle so erzogen worden sind wie ich. Also ich kenne das jedenfalls gar nicht anders. Ja, aber inzwischen ist mir halt auch klar geworden, dass das eine Sache ist, die hat mehr mit mir selbst zu tun als mit den anderen Menschen. Die Frauen, die erstmal auf ihre Rechte geschielt haben und nun verdutzt sind, dass diese Rechte ja auch mit einem Nachteil daherkommen, die haben anscheinend auch noch ein bisschen Arbeit vor sich. Genauso wie Männer, die es immer als Selbstverständlichkeit gesehen haben, dass ihre persönliche Weltsicht das Maß aller Dinge ist und die überhaupt nicht verstehen, wieso das auf einmal anders ist. Ja, so sind wir uns am Ende doch alle erstaunlich ähnlich, oder? In unserer Unvollkommenheit. Scheiß Menschheit. Tja, jeder hat in seinem eigenen Vorgarten jedenfalls genug zu kehren. Genau das habe ich auf meinem Kanal bei mir vor. Ich kehre in meinem Vorgarten. Das könnte man jetzt auch als sexuelle Anspielung verstehen, oder? Naja, wenn ihr Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei und geht ein Stückchen mit mir mit. Könnte interessant werden. Nein, nicht auf diese Weise. Es könnte auf eine ernsthafte Weise könnte das interessant werden. Ansonsten habe ich jedenfalls vor, ein vergleichbares Video auch nochmal in Bezug auf die Regenbogen-Community zu machen. Da denke ich, gibt es auch noch ein paar, sagen wir mal, Vorbehalte aus Kreisen mit toxisch-maskulinen Überzeugungen. Ja, wie fandet ihr so meine Punkte? Was würdet ihr dem hinzufügen oder wo stimmt ihr mir zu? Was immer ihr so zu dem Thema sagen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal mit feministischen Grüßen, euer Kater Schnurz.